Anfang 2022. Estepona, Südspanien. Ich liege auf meinem Bett. Die Terrassentür steht offen. Mein Blick fällt hinaus auf Palmen, deren Blätter leicht im Wind flattern. Das Magenta und Violett der Bougainville leuchtet unter dem stahlblauen Himmel. Welch Farbenpracht! Wie ich diese Erde liebe! Was für eine Vollkommenheit! Ich möchte so gerne etwas Gutes für diese Erde tun. Aber was und wie? Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Lebendige Bücher, Bücher im Leben gelebt. Ich bin heute im Gespräch mit Ernst Günther C. Frank, Karl Frank, und ich habe eine Besonderheit für uns, denn wir sprechen heute über ein Buch, das zum einen noch nicht erschienen ist und zum anderen autobiografisch von dir, lieber Ernst Günther, geschrieben ist. Magst du uns den Titel des Buches verraten und was dein Herzensanliegen damit ist? Ja, erstmal ganz lieben Dank für dieses Gespräch, für deine Einladung und dass ich hier von meinem Herzensanliegen sprechen darf. Ja, der Titel meines Buches steht noch nicht 100% fest, aber ich denke mal, so wird er, zumindest ähnlich wird er sein, und zwar das Wundermeer der Almali. So, das Wundermeer der Almali, darüber geht es in diesem Buch und letztendlich geht es darüber, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ja, ich wollte etwas Gutes für die Erde tun. Und ich habe mich gefragt, was kann ich dann für die Erde tun? Ja. Und dann kam eben eine ganz starke Intuition in mir. Schreib dein Leben auf. Und ja, und dann bin ich in mich gegangen und ich wollte dann, nachdem ich eben begonnen habe, wollte ich eben auch die Mystik des Lebens entschlüsseln. Zumindest für mich entschlüsseln. Und ja, und so habe ich mir eben auch vorgestellt, wie ich wahrgenommen habe, bevor ich gezeugt worden bin. Und das ist eben auch in diesem Buch enthalten. Also es beginnt vor meiner Geburt. Es, äh, Ich beobachte dann sogar auch die Zeugung, meine Zeugung. Also ich suche meine Eltern aus, ja, und beobachte meine Zeugung. Und ja, und da ich eben ähm, unendliches Bewusstsein bin, bekomme ich natürlich auch alles mit. Und dadurch kann ich natürlich auch alle Wunder wahrnehmen, die sind, ja. Und ja, in meinem Leben sind eben immer wieder die Wunder äh, deutlich geworden. Und diese Wunder, die mir hier auf dieser Erde begegnen, die sind so grandios. Und aber lange Zeit in meinem Leben habe ich die gar nicht wahrgenommen. Und ich fürchte, so geht es ganz vielen Menschen, dass sie die Wunder gar nicht wahrnehmen, weil sie in einer Mühle stecken und den ganzen Tag hetzen. Übrigens, das habe ich alles, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ja, ich habe es selber durch. Übrigens, das Wort hetzen, weißt du, woher das Wort hetzen kommt? Nein. Vom Hass. Okay. Oh. Also die Menschen hetzen nicht durchs Leben, sondern die hassen durchs Leben.
Oder ich muss von mir sprechen. Ich bin durchs Leben gehasst, ja. So, und es hat mir nicht gut getan. Im Gegenteil, es hat mir schlecht getan. So schlecht, dass wann war das? 1998 habe ich einen einmaligen epileptischen Anfall bekommen. Und zwar ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Der war so stark, dass ich bewusstlos wurde. Und mein Körper hat so kontrahiert, dass meine Wirbelsäule angeknackst war. Musst dir mal vorstellen, was für Kräfte der Körper äh, entwickeln kann. Ja? Weil die Wirbelsäule ist ja massiv, ist ja schon, ne? Und die Knochen war angeknackst. Und ich hatte 6 Wochen Muskelkater, 6 Wochen. Nicht 6 Stunden, 6 Wochen. 6 Wochen Muskelkater. Und ein Jahr Rückenschmerzen. Das stimmte sogar. Die Ärzte haben gesagt, sie werden etwa ein Jahr Rückenschmerzen haben. Hängt eben mit diesem Bruch zusammen. Und stimmte, nach einem Jahr hörten dann die Rückenschmerzen auf. Ja. Ja. Und heute weiß ich eben, der Körper ist das Sprachrohr meiner Seele. So, und meine Seele hat eben dann massiv mich darauf hingewiesen, du verwechselst da was, du machst da was nicht ganz, nicht, was dir gut tut, ja. Entspann doch mal, werd doch mal ruhiger, nimm dir doch einfach mehr Zeit, sei gelassen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe noch mehr Gas gegeben. Ja, ich habe noch mehr Gas gegeben. Ich war dann 6 Wochen krankgeschrieben. Und dann habe ich natürlich alles wieder aufholen wollen, ne? Ja. Und dann, ja, ich habe so gerackert. Ich bin morgens um 6 aufgestanden und Viertel nach 7 in die Arbeit gefahren, Viertel vor 8 die Firma aufgesperrt und abends bin ich vor halb 9 nicht nach Hause gekommen. Oha, ja. Und dann habe ich natürlich auch samstags gearbeitet. Mhm. Das heißt, ich hatte nur den Sonntag. Aber am Sonntag habe ich nicht wirklich mich erholt. Sonntag habe ich dann das abgehakt, ja, was ich meinte, was ich versäumt habe, ja. Na, Hobby, Freundin, Ausgehen und so weiter. Na. Also ich bin nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und so habe ich natürlich dann auch nicht die Wunder wahrgenommen, die es gibt. Ne? Ja. Ungünstig, äußerst ungünstig. Naja, das war 98, dann habe ich 5 Jahre weitergemacht. Ich bin dann befördert worden und so weiter. Und 5 Jahre später habe ich Urlaub gemacht, nur ausgegangen, bis morgens das Ultimo, dann wieder ganz früh aufgestanden, dann getrunken und so weiter. Alkohol natürlich. Und da hat es mich dann erwischt, richtig, richtig erwischt. So stark erwischt, dass ich 14 Tage flach gelegen bin, richtig flach. Mein Arzt hat mir dann Blutwerte entnommen, hat gesagt, sieh, ich mache das jetzt seit 40 Jahren, aber so schlechte Blutwerte habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann habe ich gemerkt, Mensch, was rauscht denn da die ganze Zeit in meinem Ohr, ja? Das piepst und rauscht und tut und macht. Wurscht. Hab dann weitergemacht, aber nach ein paar Monaten hat es mich dann wirklich genervt, ja? Aber dann war es zu spät. Na, dann konnte mir da auch nicht mehr geholfen werden. Ja. Da hattest du dann den Tinnitus seit da. Genau, seit 2003. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich nur sagen. Ja, aber
Ich bin halt jemand, der ist schwer vom KP. Solche Menschen gibt es auch. Ja. Dann habe ich weitergemacht, ja, weiter Gas gegeben. Ich hatte nämlich ein Karriereziel. Das musste erreicht werden. Musste. Ja, mit Gewalt. Mit Gewalt. Und ja, ein Jahr später hatte ich dann Bandscheibenvorfall. Da Oh, konnte ich mich nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich lag nur noch im Bett. Ah, dann kam so langsam kam dann der Geist, der gesunde Geist, sag ich mal, zum Vorschein. Er sagte, mach doch mal was anders. Schenk dir doch mal Zeit. Das Problem ist, dass dass ich unfreundlich zu mir selber war. ja, Unfreundlich zu mir selber. Ungnädig, ungnädig mit mir selbst. Naja, ich musste dann die Bandscheibenvorfälle, jedes Jahr im Frühjahr kamen die. krass. Ich kann mich noch erinnern, ich war einmal im Zug, ich konnte mich nicht hinsetzen. Konnte mich nicht hin, ging das. Ich musste, dann hatte der Zug auch noch Verspätung. Ja, ich bin Stunden im Zug gestanden. Mitternachts kam ich dann nach Hause. Ich war fix und fertig. Bin dann endlich ins Bett. Oh, äh, das ist, was die Menschen sich antun, ne? Ja. Mhm. Aber ich habe es ja selber. Heute sehe ich das bei vielen anderen auch. Aber jeder muss es halt selbst durchleben, ne? Richtig. Und gleichzeitig hast du ja gewählt, das nicht nur für dich individuell als ein Learning zu nehmen, als etwas, aus dem du für dich einen neuen Lebensentwurf schreibst, sondern das tatsächlich in das Buch hineinzuweben und anderen dadurch die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht selbst wiederzufinden. Genau. Das ist meine Intention. Äh, weil, ich sag mal, als Kind war ich. Ja. Ich kann mich noch ich kann mich noch so genau an so viele Details erinnern, die ich natürlich in meinem Buch wiedergebe, ja. Und wie ich damals gelebt habe. Ich habe damals nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht. Das ist alles, was ich getan habe, ist so aus Intuition rausgekommen, ja. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Autos gespielt habe oder die angemalt habe und so. Da habe ich nicht gedacht. Ja, das kam einfach so. Ja, ich habe mir keine Sorgen über die Zukunft gemacht. Äh, oder ich habe die Vergangenheit nie bedauert. Ja, das Leben war herrlich. Es war herrlich. Ja. Bis allerdings dann kam in meiner Kindheit, mit 6 Jahren, kam dann die Wende. Ja, Da bin ich aus dem Paradies quasi rausgeschmissen worden. Ja, durch meine Mutter und durch die Schule. Ja, ich hatte eine sehr strenge Mutter. mhm. Meine Mutter, die war enorm mächtig. Und mein Vater, meine Schwester und ich, wir hatten Angst vor ihr. Mhm. Und ich denke mal, das ist in vielen Familien so, nur das ist halt dann, bei dem einen ist es der Vater, bei dem anderen ist es die Mutter. Ne, der Patriarch, der alles bestimmt, der alle unter Druck setzt, der sagt, wo es lang geht. Und ich habe mir in meinem Leben einige Hunderte von Menschen kennengelernt. Es geht vielen so. Ja. Aber das wählen wir ja aus, ne?
Also nach meinem Verständnis habe ich mir meine Eltern ausgesucht, um eben eine bestimmte Erfahrung zu machen. Und das ist eben auch die, ähm, das ist nämlich auch der, ja, der Natur. Die Natur will sich immer weiterentwickeln. Ja, und das will eben meine Seele auch. Die will sich immer weiterentwickeln. Und ja, da müssen wir eben durch einige Dinge durch, die wir selbst wählen. Ja. Und ich habe meine Mutter enorm geliebt. Für mich war sie so etwas wie ein Gott und das Gesetz. Ja, was sie gesagt hat, war Gesetz. Da wurde sich nichts, also ich habe nicht gewagt, mich zu widersetzen oder da was gegen zu sagen. Ich habe es noch nicht mal gewagt, da was gegen zu sagen, weil sie so hysterisch reagiert hat, wenn etwas gegen ihrem Gusto war. Boah, das wollte ich natürlich möglichst verhindern. Ne? Ja. So, aber ich sag mal, ich habe das gewählt. Ich habe gewählt, mich ihr unterzuordnen. Ich habe gewählt, Opfer zu sein für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann hat dann meine Seele gesagt, jetzt hör doch mal auf mit dem ewigen Opfersein. Ja, jetzt. Aber ich habe es nicht kapiert, bis eben dann die Seele dann gewisse Maßnahmen äh, durchgeführt hat und mich erstmal flachgelegt hat. Ja. So. So, und ich denke mal, alle Krankheiten, die wir Menschen haben, die sind in erster Linie psychisch bedingt. Sicher, es gibt natürlich noch andere Ursachen. Ja, die Hauptursache ist die Psyche. Die nächste Ursache ist natürlich eine ungünstige Ernährung, ungesunde Ernährung, schlechtes Getränk, ja, die ganzen Softdrinks und der ganze Chemiekram ist ja nur Chemie, das ist ja nichts Natürliches. Anstatt richtig gutes Quellwasser zu trinken. Äh, und dann viel zu wenig Bewegung. Frage an dich. Im Jahr 1900 wurde eine Umfrage gemacht, eine sehr, sehr große Umfrage. Also ist jetzt 125 Jahre her. Da wollten die Menschen herausfinden, wie viel Kilometer laufen die Menschen durchschnittlich am Tag. Hm. Was glaubst du? 1900. Ich würde fast meinen 30 Kilometer. Boah! Aber du bist gut. Du bist gut. Ganz so viel nicht. Es waren 20 Kilometer. 20 Kilometer. Weißt du was heute? Nicht mal 2. Du bist sehr gut. 1 Kilometer. Deswegen sehen wir Menschen so aus, wie wir aussehen. Ja. Wir bewegen uns nicht mehr. Und das ist eben auch ungünstig. So unbeweglich, wie wir mit unserem Körper sind, so unbeweglich sind wir mit unserem Geist. Wie innen, so außen. Richtig. Ja. Gehst du auf diese Sachen im Buch auch ein? Ja. Ja, ich wollte die Mystik des Lebens rausfinden, ja. Und da bin ich natürlich auch auf die Quantenphysik gestoßen. Ja. Und die Quantenphysik hat ganz besondere Versuche durchgeführt, die zu Ergebnissen gekommen sind, ähm, die sich die Menschen oder die sich die Wissenschaftler nicht erklären konnten. Und ja, und wie zum Beispiel der Doppelspaltversuch. Und das erkläre ich auch in meinem Buch in einer ganz einfachen Sprache, so dass es jeder versteht. Es ist nämlich kein esoterischer Quatsch,
dass alles miteinander verbunden ist. Es ist Fakt. Und das hat die Quantenphysik bewiesen. Es ist so, durch unsere visuelle Wahrnehmung glauben wir, dass wir voneinander getrennt sind. Sind wir aber gar nicht. Ja, wenn wir jetzt alles, nehmen wir mal an, wir stellen uns jetzt vor, alles das, was wir sehen, sind Energien, Frequenzen und Schwingungen. Ja, dann ist der Boden ja auch Energie, Frequenz und Schwingung. Auch die Luft. Und durch die Luft und durch den Boden sind wir alle miteinander verbunden. Wir stehen alle auf dem Boden. Alle. Oder liegen oder krabbeln. Aber wir sind alle mit dem Boden verbunden, bis auf ganz wenige Sekunden, wo wir mal in die Luft springen oder mit dem Flugzeug fliegen. Ja. Aber mit der Luft sind wir alle miteinander verbunden. Und alles ist Energie, Frequenz und Schwingung und eben die Luft auch. Das sind auch Atome, die wir aber nicht sehen. Sie sind aber da. Wir atmen sie ein und atmen sie wieder aus. Ja. Und ich bin eben dann auf die hermetischen Gesetze gekommen. Ja. Das wichtigste Lebensgesetz ist das Gesetz der Resonanz, beziehungsweise das Gesetz der Anziehung. Das heißt, das, was in mir schwingt und was ich aussende, kommt zu mir zurück. Und ein weiteres ganz wichtiges Gesetz ist Ursache und Wirkung. Das, was ich eben denke und fühle, das schwingt in mir. Das sende ich aus und das kommt zu mir zurück. So, ist im Grunde genommen ganz einfach. Und die Schöpfung, die sagt immer ja. Immer. Wenn ich mir eine wundervolle Frau an meine Seite wünsche, ja, voller Liebe und, äh, und Humor, spirituell und lustig und dran glaube, dann bekomme ich die. Bei mir hat es 16 Tage gedauert. Vorher war das anders bei mir. Vorher hatte ich mir immer eine optische Frau vorgestellt. Und dann habe ich eben auch immer eine optische Frau bekommen. Immer eine Frau, die ganz besonders viel Wert auf ihre Optik gelegt hat. Das war's dann aber auch. Das war meine Entscheidung. Und jetzt habe ich eine Frau, die ist so herrlich, ja, mit ihr. Es ist so lustig, ja. äh, äh, ist herrlich. Ne? Naja, und in meinem Buch beschreibe ich eben das dann auch im Detail, weil ich habe eine lange Nase, ja. Das sind die, die immer tief reinschauen wollen, die es genau wissen wollen. Und so beschreibe ich eben auch dann, wie ich zu den Dingen gekommen bin, die ich mir erwünscht habe und was ich da angestellt habe. So, aber ähm, ich habe eben auch lernen müssen, wenn ich mir etwas wünsche, dann muss ich mir das schon ganz genau vorstellen, weil so bekomme ich es auch. Als Kind zum Beispiel, als Jugendlicher, hatte ich blonde Haare und die waren ganz weich, ja, und relativ lang, ja. So. Und mich hat aber immer gestört, dass die immer so rumgeflogen sind in meinem Gesicht und so. Und dann habe ich immer zu Gott gebetet, bitte, 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 lieber Gott, lass mich eine Frisur haben, die total pflegeleicht ist und wo ich es nicht mehr kämmen brauche. Und ja, ich hatte mir so Bürstenhaare vorgestellt, ja, aber er hat die einfachste Frisur mir kredenzt, die ich mir vorstellen kann. So genial. Wow. Äh, Wunderschön ja, äh, besser geht nicht, ja. Ja.
Äh, Ja, weißt du, mein Wunsch ist, also ich habe zwei Leben gelebt. Einmal das Leben meiner Kindheit, das wahre Leben, was ich jetzt auch wieder lebe. Ich lebe ein kindisches Leben, ja. Und dann das Leben, wie könnte man das bezeichnen? Das Leben der Erwachsenen, ja. Das Leben der Illusion, des, des Blödsinns, ja. Weil ich bin da Dingen hinterhergelaufen. Musst dir mal überlegen, ich habe vom Montag bis Samstag gearbeitet, am Sonntag Hobby. Ich hatte, Hobby war ein Oldtimer, da bin ich schnell mit denen ausgefahren. Und während des Ausfahrens habe ich schon wieder mir Gedanken gedacht, oh, ich muss die aber dann auch gleich wieder putzen, dass die wieder ganz ordentlich in der Garage stehen, ja. Mir hat es gar keine Freude gemacht. Ja. Es war nur Stress. Nur Stress. Für was? Ja, ich habe einen Freund, der ist total wohlhabend. Der rackert auch von morgens früh bis abends spät, hat eine Villa, aber der lebt nicht in der Villa. Lebt nicht drin. Ja, Was will er damit eigentlich? Ja? Für den Nachbarn? Das interessiert die doch gar nicht. Ja. richtig. Also, da gibt's wirklich die schönsten Beispiele, dass Menschen erkennen, dass die Bediensteten viel mehr von ihrem ganzen Hab und Gut haben, weil sie dort leben können, weil sie sich dort austoben können, die Natur dort genießen können, während diejenigen, die es besitzen, gar nicht viel davon haben, weil sie in der Welt herumfliegen und vielleicht mal eine Woche dort Urlaub machen und es dann vielleicht noch nicht mal wirklich genießen können. So, und diese Welt ist ein Wunder. Das glauben aber trotzdem die ganz viele immer noch nicht. Aber da habe ich in meinem Buch ein paar Beispiele, die sind so überwältigend. Wenn Sie das nicht nachvollziehen können, ja, dann ist es einfach, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Aber die sind so eindeutig, dass alles Wunder sind, so eindeutig und unwiderlegbar. Ja, so. Und wenn ich natürlich jetzt die Einstellung habe, alles sind Wunder, dann kann ich natürlich auch viel leichter Wunder zulassen und in mein Leben ziehen, als wenn ich sage, das ist eine Spinnerei. Ja, So, und für mich ist es eben wichtig, ähm, zu leben, ja, und das zu leben, was in mir ist und mich nicht verbiegen zu müssen. Das musste ich so lange mich verbiegen, ja. Und ich habe es eben auch, mein Vater ist 1916 geboren und ist dann 1939, musste er in den Krieg und hat die Hitlerzeit miterlebt, musste sich da auch beugen und verbiegen. Und äh, das muss so schlimm gewesen sein, dass er da gar nicht drüber sprechen konnte. Und, ähm, und dann hab ich für mich das 2020 nochmal ähnlich erlebt, über ein paar Jahre. Menschen sind zu Dingen gezwungen worden, was sie gar nicht machen wollten. Und da habe ich mir dann gedacht, mein Gott, warum lassen die Menschen sich das gefallen, dass sie sich zu Dingen zwingen lassen, was sie gar nicht machen wollen? Ja. Und und dieses Buch, das führt den Leser zu sich selbst. Also ich bin da nur ähm, Nebenschauplatz eigentlich, ja. Ich erzähle eben ganz viele Geschichten aus meinem Leben, aber ich stelle dem Leser Fragen, damit er eben für sich gewisse Dinge beantworten kann. Ja. schön. Und nach besonderen Begebenheiten in meinem Leben frage ich mich dann auch immer in meinem Buch, wie hätte eigentlich jetzt Al-Mali reagiert? Weißt du, was Al-Mali ist? Also, Alma ist die Seele, übersetzt. Und ja, also, wie hätte die Liebe reagiert?
Also Alma ist richtig, ist das spanische Wort für Seele. Und Almali ist für mich aber auch noch eine Abkürzung. Und zwar Alma, Allmacht. Also Alma ist für mich die Abkürzung für Allmacht und Li die Abkürzung für Liebe. Almali. Also die Allmacht der Liebe. Ja. So. Und die Liebe, habe ich in meinem Leben erkannt, ist allmächtig. Ja. Weil ich durfte Dinge tun, die ich nicht gelernt habe, aber die ich machen wollte. Und ich war so voller Hingabe, dass ich so grandios vollendet habe, dass sogar Experten mich dafür gelobt haben, obwohl ich es nicht gelernt habe. Und das kann jeder. Das kann jeder. Und zwar in dem Bereich, in dem seine ganze Freude und Neugier brennt und flackert. Ja. Und wenn ich eben meiner Neugier und meiner Freude folge, dann bin ich ganz im Hier und Jetzt. Dann bin ich ganz in der Hingabe. Und im Hier und Jetzt geschehen Wunder. Das ist einfach so. Ja, ja. Das ist immer so, ja. Und ich brauche ja nur rausschauen in die Natur, ja. Das sind, das ist Fülle, ja. Fülle ist die Natürlichkeit und die Natur. Mangel ist eben das Feld der Angst. Okay. So, und ich habe für mich herausgefunden, es gibt zwei Felder. Das eine existiert, das andere ist eine Illusion. Ne? Das existente Feld ist das Feld der Liebe, das Feld des Vertrauens, das Feld der Zuversicht, das Feld der Freude. Ja, das ist das Hier und Jetzt. Und dann gibt es eine Illusion. Das ist das Feld der Angst. Ja, da schwelen Existenzängste und Ärger, Wut, Verzweiflung, Trauer, Misstrauen. Und aber das ist eine Illusion. Gibt's gar nicht. Nur in den Köpfen der Menschen. Und das leben die dann aus. Und irgendwie ja, durch das Gesetz der Anziehung senden sie das aus und das sehen sie dann auch. Es ist auch so, ich habe auch erkannt, ich sehe nicht das, was ist. Das sehe ich gar nicht. Ich sehe das, was ich sehen will. Das versteht jetzt vielleicht der eine oder andere nicht. Aber darf ich das mal in Beispielen erklären? Oh ja, bitte. Beispiel. Eine Frau ist schwanger. Was ist da ihr Fokus? Das zukünftige Baby. Was sieht die permanent? Schwangere Frauen und Frauen mit Kinderwagen. Richtig. Ich habe zum Beispiel sehr starken Fokus gehabt auf Oldtimer. Ich konnte Oldtimer an Straßenecken sehen, wo andere, wo? Das habe ich schon längst gesehen, ja. Das Unbewusste lenkt einen. Das Unbewusste lenkt einen auf den Fokus, den man hat. Ja. Und, oder zum Beispiel, wir haben Freunde, die haben sich ein Wohnmobil gekauft. Ah, nur diese beige Farbe haben die gesagt, nee. Und dann haben sie gesagt, sie wollen die Farbe anders haben. Die Frau hatte die grün. Ich habe noch nie ein grünes Wohnmobil gesehen. Haben die das grün lackiert? Jetzt sehen die nur noch grüne Wohnmobile, ja. Ja. Die sehen nur noch grüne Wohnmobile. Ja, ist so. Also nicht nur ausschließlich noch, aber halt vermehrt. Ja. Man kann es selbst mit Worten wahrnehmen. Also manchmal gibt es Worte, die man noch nicht im Wortschatz hatte.
oder Konzepte und dann taucht es einmal auf und plötzlich sieht man es überall. Es ist, als ob plötzlich alle davon sprechen. Wahrscheinlich haben sie davor alle schon davon gesprochen. Möglicherweise, das könnte man natürlich jetzt auch noch in Frage stellen, gibt es das überhaupt nur dadurch, dass dieses Konzept für diese Person ins Bewusstsein gekommen ist? Und möglicherweise sind die Oldtimer nur an den Ecken, wo du sie dir vorstellen kannst. Und in dem Moment, da du sie dir dort vorstellen kannst, bist du offen dafür, sie dort zu sehen. Und in dem Moment teilst du das mit anderen, was das wieder in deren Wahrnehmung integriert. Das ist mal Mhm. noch das größere Spektrum des Ganzen. Aber tatsächlich habe ich es schon ganz oft beobachtet, dass ich irgendein neues Wort oder Konzept in irgendeinem Gesprächsverlauf hatte als einen Aha-Moment. Und danach ist es mir überall begegnet und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass jetzt plötzlich alle davon sprechen und davon nie jemand davon gesprochen hat. Das ist die Kraft des Fokus. Ja, das ist dann in dem Feld des Bewusstseins, ne? Und dann kommt es ans Licht. Und dann wird es aufgegriffen und ist verfügbar. Ja, was eben auch sehr schön beschreibt, wie die Veränderung des Massenbewusstseins vonstatten geht, richtig? Ja, ja. Und diese Erde ist für mich ein Lebewesen. Und ich denke mal, wir haben unsere Lebensgrundlage, von der wir leben, so maximal ausgebeutet. Das darf sich jetzt auch mal wieder ändern, oder? Definitiv, definitiv, ja. So. Und das ist eben auch ein Punkt meiner Erkenntnis, die ich in dem Buch mitteile. Den ganzen Kram, den ich mir damals gekauft habe und geleistet hat, der hat mich ja nicht glücklich gemacht. Der war dann da, aber glücklich gemacht hat er mich nicht. Ja, Mich macht zum Beispiel viel mehr glücklich, wenn ich einem Kind beim Spielen zuschaue oder Vögel, wie die zwitschern. Ja. Oder wenn ich mir mein Essen zubereite und immer wieder staune, was die Natur produziert. Das ist faszinierend. Es gibt so viele Obstsorten und Gemüsesorten und Kräuter und Salate und es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Dieser Reichtum, es ist, es ist, wenn ich darüber näher nachdenke, kommen mir echt die Tränen, weil ich könnte es mir nicht schöner ausdenken. Wirklich nicht. Ich könnte mir die Erde nicht schöner ausdenken. Und ich denke, ich habe das Gefühl, schon echt eine große Fantasie zu haben, ja. Aber geht nicht. Es ist ein Traum. ja. Es ist sagenhaft, da erkennt man mal, wie begrenzt doch unser Verstand ist. Also wie wenn wir uns auf das Jenseits von dem, was wir uns vorstellen können, einlassen, so viel mehr da ist und möglich ist und uns überhäuft mit Fülle, als wenn wir eben uns auf das verlassen, was wir kontrollieren können und was über unseren Verstand vorstellbar ist. Ist es denn dann so, dass du in dem Buch wie eine Art Vorher und Nachher hast? Kann ich mir das so vorstellen? Also, so dein Weg dorthin in die Erkenntnis der Fülle, die dich glücklich macht und des Reichtums, der immer da ist für dich. Also, so dieser Schnittpunkt, an dem du einmal davor und einmal danach, oder ist es wie eine Art, dass es auch 'nen Übergang gab, in dem es mal so war und dann mal so. Würdest du vielleicht auch jetzt sagen, manchmal bedienst du dich der Welt der Illusion und manchmal bedienst du dich der Welt des vollen Bewusstseins, der Alma-Li, könnte man sagen. Also, ich bin kein Heiliger. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du und ich und wie alle anderen. Mit, wir sagen immer Fehlern, ja, aber das sind Erfahrungen, die wir machen.
Ja, und ich muss Fehler machen, um eine Erfahrung zu machen, weil im Fehler liegt das größte Potenzial. Und ist schön natürlich, wenn ich das dann erkenne und daraus lernen kann. Ne? Und ich habe versucht in meinem Buch anfangs eben meine kindliche Sprache zu sprechen. So habe ich anfangs das Buch geschrieben. Ja, ich schreibe mein Buch auch in der Gegenwart. Ja, also ich schreibe es nicht, damals ging ich dann zur Schule oder was, sondern ich schreibe jetzt, wie ich jetzt gerade auf meinem Weg zur Schule bin. Ja. Und dann wende ich mich aber, wie schon erwähnt, nach besonderen Begebenheiten ändere ich die Schriftart ins Kursive und dann wende ich mich an den Leser und schreibe eben darüber, frag mich, warum ist das denn so gekommen? Ja, wie hätte es Almali, die Allmacht der Liebe, wie hätte die reagiert? Und dann frage ich auch den Leser. Was ist deine Vorstellung? Wie hättest du das gemacht? Und wie möchtest du in Zukunft vorgehen? Ja. Und es ist heute, heute bin ich, mh, habe ich ein Leben, was sehr frei ist, was wirklich total frei ist. Aber dadurch habe ich natürlich Herausforderungen, die andere Menschen nicht haben, die eben von 8 bis 16 Uhr oder noch länger, von 8 bis 17 Uhr einer Arbeit hinterherjagen. Ne? Aber ich bin bereit für die Schöpfung, weil ich weiß, die Schöpfung weiß für mich, wie es optimal ist. Und dem gebe ich mich hin. Ja, das erlaube ich. Und da ich weiß, dass die Normalität Wunder sind, können natürlich jederzeit alle möglichen Wunder in mein Leben eintreten. Ja. Und eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist, wenn ich ein Ziel habe, ist das Entscheidende, warum habe ich das Ziel? Was ist das Warum? Das ist das Feuer, das in mir brennt. Ja. Ähm, Zum Beispiel, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ja, weil mein Wunsch ist, dass die Menschen das erleben dürfen, was ich auch erleben durfte. Wieder zu sich selbst zu finden und das authentische eigene Leben zu leben. Ja, weil nichts Geileres gibt es. Ja, so. Und äh, wenn etwas in mir brennt, ja, dann gebe ich meine ganze Hingabe, dann bin ich im Hier und Jetzt und dann stecke ich andere Menschen an, dann ziehe ich Situationen in meinem Leben und dann geschehen Wunder. Ich habe ganz viele Begebenheiten in meinem Leben beschrieben, wo wirklich unglaubliche Wunder passiert sind. Ja. Ich wusste wirklich nicht, wie es weitergeht. Ich wusste es nicht. Und in dem Moment kam dann die Lösung. In dem Moment, also nicht dann in dem Zeitraum, sondern in dem Moment. So, und mh, die einzige Sache, auf die man sich einlassen muss, ist, über seinen Schatten zu springen, über den Schatten der Angst. Was wird passieren, wenn wenn ich jetzt nicht nach meiner Logik vorgehe, ja? Diesen Schritt, muss ich gehen. Aber es ist ein einfacher Schritt letztendlich. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für Vertrauen. Das ist eine Entscheidung. Ja, ich entscheide mich da. Ich bin im Vertrauen. Dann habe ich mich dazu entschieden und dann bin ich im Vertrauen. Das hat zwar bei mir gedauert und mein Buch sehe ich eben auch als Trainingsbuch. Ja, deswegen sind es auch 3 Bücher. Das wusste ich noch gar nicht. Es sind 3 Bücher, ja, es sind 3 Teile. Und durch diese 3 Teile, es sind 1000 Seiten insgesamt, trainiert sich der Leser zu einem Menschen, der wagt.
Es gibt einen Spruch, wer wagt, gewinnt. Ne? Wer sich auf sich selbst einlässt, darauf trainiert er sich, auf sich selbst einzulassen. Wow, sehr schön. Das heißt, du selbst bist nicht nur mutig jeden Tag aufs Neue, sondern das Buch ist tatsächlich die Verkörperung von dem Ja, Punkt, in dem jeder bestärkt werden soll und ja. wird. In dem Wort Vertrauen. Also mein größter Wunsch ist absolutes Selbstvertrauen, Urvertrauen. Und dieses Wort sagt es ja auch schon. Im Wort Vertrauen steckt Trauen, Mut haben. Na. Und ja. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt. Ich denke, ich spreche da im Namen aller, die zuhören, mal etwas aus deinem Buch zu hören. Gibt es eine Stelle, Okay. die du da gerne mitgeben möchtest? Ich fange jetzt einfach mal beim Anfang an. Ja, sehr Ja, so, also Anfang 2022, Estepona, Südspanien. Ich liege auf meinem Bett. Die Terrassentür steht offen. Mein Blick fällt hinaus auf Palmen, deren Blätter leicht im Wind flattern. Das Magenta und Violett der Bougainville leuchtet unter dem stahlblauen Himmel. Welch Farbenpracht! Wie ich diese Erde liebe! Was für eine Vollkommenheit! Ich möchte so gerne etwas Gutes für diese Erde tun. Aber was und wie? Warum kommt mir nichts in den Sinn? Mein Verlangen ist so groß, dass ich mich an meine Seele wende und bete. Liebe Seele, ich liebe diese wunderschöne Erde so sehr. Bitte, bitte gib mir ganz klare und eindeutige Zeichen, dass ich verstehe, was ich für sie tun kann. Bitte. Etwas Seltsames geschieht. Eine Intuition trifft mich mit seltener Deutlichkeit, fast wie ein Aufrütteln aus meiner Stille. Nimm dein Leben unter die Lupe, schreib alles auf, ehrlich, detailliert, alles, woran du dich erinnerst. Verstehe es, lerne daraus. Ich bekomme Gänsehaut. Ein Gefühl von Aufbruch durchströmt mich. Die Sehnsucht zu erkennen, woher ich komme, wer ich bin, warum ich hier bin und wer ich imstande bin zu sein. Ja, ich will die Mystik des Lebens entschlüsseln. Mein Lebensrückblick und mein Schreiben beginnen holprig. Doch meine Neugier und meine Freude treiben mich an. Von Tag zu Tag wächst das Gefühl in mir, als würde eine unendliche, weise und liebende Macht durch mich schreiben. Diese Kraft führt mich durch meine Erinnerungen, durch meine Recherchen und schließlich zu diesem Buch. Damals ahne ich noch nicht, dass meine Reise über 3 Jahre dauern wird und dass sie meine Wahrnehmung und mein Leben noch einmal tiefgreifend verwandelt und bereichert. Heute lebe ich im Urvertrauen, dort, wo die Freiheit wohnt. Ich sehne mich, ich sehe mit dem Herzen und täglich, wirklich täglich geschehen Wunder. Ich erzähle dir alles, ehrlich, unverblümt, so wie ich mich erinnere, auch meine Schattenseiten, selbst meine intimsten Gedanken und Gefühle. Ich lasse dich teilhaben an unglaublichen, skurrilen, wunderschönen, lustigen, riskanten, tieftraurigen und manchmal auch grausamen Erlebnissen. Du wirst dich in einigen Momenten selbst wiedererkennen. Nach einschneidenden Ereignissen wende ich mich an dich. Das merkst du, da die Schrift kursiv wird. Ich stelle uns Fragen wie hätte die allmächtige Energie der Liebe an meiner Stelle gehandelt? Ich nenne sie Almali. In diesem Wort schwingt für mich alles mit.
Alma, Spanisch für Seele und zugleich Almali, die Allmacht der Liebe? Ich beantworte diesen Fragen und lade dich ein, sie auch für dich zu erforschen. Ich lasse mich, wie beim Schreiben dieser Zeilen von Almali, meiner Seele der Allmacht der Liebe leiten. Meine Vision ist klar. Ich sehe, wie Menschen zu sich selbst finden, wie sie heilen, ihrem Herzen folgen, sich miteinander verbinden und im Einklang mit dieser wundervollen Erde leben. Meine Freude ist so groß, als wäre es bereits geschehen. Mit diesem Werk leiste ich einen Beitrag dazu. So, also es geht noch weiter, aber würde auch gerne noch etwas aus etwas späteren Kapiteln lesen, sodass ich jetzt einfach mal springe und warte mal, dann muss ich mal das hier ein bisschen runterziehen. Und warte mal, wie finde ich das jetzt? Ah, hier. Ähm, Ich springe jetzt mal in mein 14. Lebensjahr und ich möchte mit meinem Freund eine Radtour machen. Ja, und da setze ich jetzt mal an. Heute am Wochenende darf ich bei Peter übernachten. Bevor wir uns am Sonntag auf unsere Tour begeben, putzen wir unsere Rennräder. Hast du eine Idee, wo wir morgen hinfahren? Frage ich Peter. Ja, ich wollte schon immer mal ins Altmühltal radeln. Und da mir Weißenburg völlig unbekannt ist und die Strecke dorthin interessant und bergig, wäre doch das ein super Ziel, oder? Ist das nicht zu weit? Frage ich besorgt. Nein, nur etwa 60 Kilometer. Wenn wir 20 Kilometer die Stunde machen, sind wir in 3 Stunden dort. Dann sollten wir morgens früh loslegen, empfehle ich. Meine Idee ist, dass wir um 3 Uhr morgens starten, sagt Peter. Um 3 Uhr? Dann ist es ja noch ganz dunkel. Ja, das ist aber geil. Stell dir vor, kein Mensch auf den Straßen. Und dann können wir auch noch den Sonnenaufgang beobachten. Dieses Argument überredet mich. Ein bisschen Bammel habe ich doch, denn so eine weite Tour habe ich noch nie ohne meine Eltern gemacht. Und schon gar nicht morgens in der Dunkelheit. Abenteuer liegen in der Luft. Mich reißt der Wecker aus dem Schlaf. Gefühlt habe ich kaum geschlafen. Leise ziehen wir uns an, schleichen uns die Treppen runter und schwingen uns auf unsere Rennräder. Die großen Straßen Ingolstadts sind Menschen- und Autoleer. Als wir die Stadt verlassen, radle ich das erste Mal auf einer Landstraße. Trotz Sommer ist es ganz schön frisch. Ich fühle mich sicher, denn alles ist ruhig. Kein Auto weit und breit. Bei Eichstätt müssen wir stramm in die Eisen treten, um eine Anhöhe zu bezwingen. Dabei geht die Sonne auf. Sie erscheint mir so riesig wie noch nie zuvor. Sie beeindruckt uns so, dass wir anhalten. Wow! Wie orangenrot sie leuchtet. Peter zieht schnell seine Spiegelreflexkamera aus seinem Rucksack, um den feuerroten Ball zu fotografieren. Er ist so fasziniert, dass er x-mal abdrückt. Langsam fangen die Wiesen im Tal an zu leuchten. Was für eine Kulisse. Komm, lass uns weiter raseln, flüstert Peter. In Weißenburg angekommen, will Peter das Ellinger Tor mit seiner Kamera einfangen. Mist! Es ist gar kein Film eingelegt. Damit ist unser grandioser Sonnenaufgang verloren. Wie schade, schluchzt Peter. Oh, macht nichts, Peter. Er war so gigantisch, dass er mir in Erinnerung bleiben wird, tröste ich ihn. Er nimmt das sagenhafte Stadttor mit seiner Brücke aus allen möglichen Winkeln auf. Dieses Mal mit eingelegten Film. Im malerischen Weißenburg verführt uns der Duft vom frischen Brot in eine Bäckerei. Trotz Sonntag hat sie geöffnet. Es dauert, bis wir drankommen. Was kriegst du?
fragt mich die Verkäuferin. Alles duftet und sieht so lecker aus. Die Brezeln lachen mich am meisten an. Zwei Brezeln bitte. Peter stupst mich an und sagt, ich nehme auch zwei. Mein Freund will auch zwei haben, füge ich hinzu. Also vier Brezen, antwortet die Verkäuferin. Aber bitte mit Butter, ruft Peter hinterher. Viere mit Butter. Das dauert aber dann ein Momentel. Ich muss sie noch streichen. Was kostet das, frage ich. 1,60. Sie überreicht mir die Brezeln in einer Tüte und ich ihr das Geld. Dankeschön, pfiat euch. Nach meinem ersten Biss strömt es aus mir heraus. Wie lecker! Der warme, weiche, leicht süßlich gebackene Teig, umhüllt von der goldbraunen, knusprigen Kruste mit der herzhaften Note von Salz und einem Hauch von Röstaroma, fantastisch. Jeder Bissen weckt die Vorfreude auf den nächsten Biss und lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Zu schnell sind beide verputzt. Ich könnte noch eine essen, säusele ich und schlecke mir den Mund ab. So, Da hat man sofort mitgeschmeckt. Ja, also ja, das jetzt mal kurze Episoden aus meinem Buch. Ähm, ja, ganz vielen Dank. Richtig, richtig schön. Jetzt haben wir natürlich noch nicht die Fragen gehört und vielleicht auch, was die Almali sagt an bestimmten Stellen. Gibt es da auch noch was, was du teilen möchtest oder behältst warte mal. du Ja, diese? dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich bleibe in meiner Jugend. Mhm. Blättere jetzt mal kurz ein paar Seiten. Nach den Ferien komme ich in die zweite Klasse. Draußen ist es viel kühler als im Süden, aber das ist mir im Gegensatz zu meiner Mutter, die sich darüber beschwert, egal. Eines Tages kommt meine Mutter nach der Schule in die Schulgarderobe, um mich abzuholen. Sie will mit mir, Marion und Papi in die Stadt fahren. Ganz unbedarft erzähle ich ihr beim Anziehen. Mami, ich habe 6 Fehler im Diktat. Postwendend gibt sie mir eine schallende Ohrfeige. Das kommt bestimmt davon, weil du nachmittags nie Hausaufgaben machst und nie liest. Ich gehe jetzt zu deiner Lehrerin und bespreche mit ihr, was wir ändern. Ich werde jetzt andere Seiten mit dir aufziehen. Dieses Erlebnis ist so entscheidend für mich, dass ich von nun an Angst habe, Fehler zu machen und Prüfungen abzulegen. Ich entwickle regelrecht eine Aversion gegen Fächer, in denen schriftliche Tests gemacht werden. Werken und Sport gefallen mir nach wie vor gut. Diese Fächer machen mir Spaß, weil ich mich bewegen und mit anderen Kindern austauschen kann. Eines Tages stellt mir mein Lehrer eine Frage. Ich antworte, ich glaube, das ist so. Mein Lehrer schaut mich mit hochgezogenen Augenbrauen kopfschüttelt an und sagt, du sollst nicht glauben, sondern lernen und wissen. Wieder bekomme ich das Gefühl, dass mit mir etwas falsch ist. Dieses Ungütegefühl nagt an mir. Ich lenke mich davon ab, indem ich an meine Spielsachen, an das Fahrradfahren und an meine Freunde denke. In meiner Fantasiewelt ist es viel schöner als in dem doofen Klassenzimmer. So, jetzt ändere ich die Schrift auf Kursiv und wende mich an den Leser. Damals ist mir unbewusst, dass mir mein Lehrer mit seiner Aussage das Wertvollste und Mächtigste entriss, was ich habe, meinen Glauben. Sicherlich kennst du Sätze wie dir geschehe nach deinem Glauben. Demnach hat der Glaube den mächtigsten Einfluss auf das Leben. Wenn ich etwas will, aber nicht daran glaube, also wenn mein Wille und mein Glaube konträr sind, gewinnt immer mein Glaube. Beispiel. Will ich mehr Geld verdienen, glaube ich aber nicht daran, dann wird es bei meinem Einkommen bleiben.
Folglich ist es günstig, wenn ich meinen eigenen Glauben trainiere. Oder? Machst du mit? Wie finde ich zu meinem Glauben zurück? Ich verbünde mich mit dem, was mir Energie und Kraft gibt. In meinem Fall ist das die Natur. Sie schenkt mir alles, was ich für ein Leben in Wohlstand brauche. Leckere Lebensmittel, die ich genieße, die mich erfreuen und die mir Energie liefern. Wasser, das mich erfrischt, Licht, alles, das alles bunt erscheinen lässt, meinen Geist erhält und mich aktiviert. Pflanzen, Tiere und Landschaften, deren Vielfalt meine Fantasie anregen. Dunkelheit, die mich in den Schlaf wiegt und mir Ruhe bringt. In der Ruhe liegt die Kraft. Die Natur ist meine Mutter, meine Quelle, aus der ich hervorgegangen bin. Sie erdet und spiegelt mich. All die Wunder, Fülle und Schönheit, die sie zeigt, stecken in mir und in dir, da sie uns hervorgebracht hat. Ich glaube an ihre Vollkommenheit und an meine, da wir miteinander verbunden und eins sind. Ich glaube an die Allmacht der Schöpfung und an mich. Ja, das ist jetzt ein weiterer Ausschnitt, wo ich mich eben an den Leser wende. Ich bin sehr froh, dass ich dich danach gefragt habe. Sehr, sehr schön. Ja, sehr greifbar und sehr, ich wollte sagen, insightful. Also aufschlussreich. Ja, echt. Gut, ich sag mal, jetzt habe ich dir etwas aus meinem Kinderleben vorgelesen. Ich sag mal, später geht es natürlich dann ins Eingemachte, in dem ich in die Welt der Illusion, also in die Welt der Erwachsenen schweife. Und ja, also mit meinem Buch versuche ich, den Leser ganz tief zu berühren und im Herzen zu berühren. Weil die Medizin hat sogar herausgefunden, dass das Herz viel stärkere Wellen nach außen sendet als das Gehirn. Ja, und dass es auch ein Herzgehirn gibt. Das ist heute bewiesen. Ein Herzverstand. Ja. Aber die Logik und der mentale Verstand, die sind nicht unnütz. Ja, die haben auch ihren Sinn. Nur in meinem Leben habe ich den in Anführungszeichen Fehler gemacht. Das war ja kein Fehler, sondern eine Erfahrung. Die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinem Lebensweg nach meinem Verstand gehe, dann ist es ungünstig. Den Lebensweg sollte ich nach meinem Herzen gehen. Ja, das ist günstig. Dann werde ich beschenkt, weil ich andere beschenke. Ja. Der Verstand hat natürlich seinen Sinn und seine Daseinsberechtigung, um Buchstaben zu Wörtern und Wörter zu Sätzen zu bilden, ja, oder um Rechenaufgaben zu lösen, ja, aber nicht um einen Lebensweg zu gehen. Wirklich schön. Also, für mich ist klar, dass dieses Buch wirklich im Herzen berührt, also mich selbst. Ich habe an etlichen Stellen von dem Vorgelesenen Gänsehaut bekommen und tatsächlich auch genau an der Stelle, an der du gesagt hast, also ganz in der Einführung des Buches, dass dich da wie, dein Körper darauf reagiert hat, äh, als dieser Auftrag kam, dein Leben niederzuschreiben, und ich habe es so gespürt. Und ich Hm. finde, also von dem bisschen Einblick, den ich jetzt also bekommen habe, habe ich das Gefühl, dass es wirklich eine sehr schöne Zusammenstellung ist von sich auf das Leben einlassen, durch dich hindurch. Wir sind ja alle eins. Das heißt, das, was du erlebst, können wir zu einer Erfahrung von uns selbst machen, indem wir das lesen. Deswegen schauen wir Filme, deswegen lesen wir Bücher, weil wir dadurch nicht alles selber machen müssen und sozusagen nicht jede Erfahrung körperlich fühlen müssen, um sie wahrnehmen zu können. Und diese bildhafte Sprache, die du verwendest,
bei der man sich wirklich so mitgenommen fühlt und natürlich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle genau wie du fühlt, vielleicht auch erinnert fühlt an Eigenes aus dem eigenen Leben, die kombiniert mit dem Blick des Bewusstseins, der dann dazukommt, ist aus meiner Perspektive wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Und ich würde mich wundern, wenn du das Anliegen nicht bei unglaublich vielen Menschen erreichst, nämlich dass sie zu sich selbst finden über dieses Buch oder in dem Weg des zu sich selbst Findens schneller oder tiefer diese Erfahrung unterstützt wissen. Du, ich mache das auch, weil ich weiß, dass in jedem Menschen Genialität steckt. In jedem. Ich habe eine ganz tolle Erfahrung machen dürfen in meinem Leben, die ist natürlich auch im Buch steht. Und zwar 2019 bin ich Jobcoach geworden. Und zwar als Jobcoach habe ich sehr eng mit dem Jobcenter, damaligen Jobcenter, zusammengearbeitet. Meine Aufgabe war, Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu begleiten. Und äh, ja, ich weiß noch, meine Einstellung vorher, ich habe gedacht, ne, es wird mal interessant, um die Dümmsten der Dummen kennenzulernen, ja, um die Blödsten der Blöden kennenzulernen. Ja. Aber wie ich mich geirrt habe, das kann ich heute noch in Worten nicht beschreiben. Erstens mal, was ich für Schicksale kennenlernen durfte und was in den Menschen steckt. Ja. Ich darf vielleicht mal von einem Menschen erzählen, weil mich das echt berührt hat. Und zwar, der war Ende 50 und sagte dann direkt am Anfang, Sie, Herr Frank, also wir brauchen uns da nichts vormachen. Das ist jetzt eine Maßnahme vom Jobcenter. Ich mache die mit, wie alle, aber ich mit 58, ich weiß, dass ich keinen Job mehr kriege. Keiner will mich und ich habe mich damit abgefunden. Und er war, ich weiß nicht, 12, 15 Jahre arbeitslos. Naja, und dann habe ich mir seinen Lebenslauf angeschaut und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn gemacht in der ganzen Zeit? Sagt er, ja, meine Frau ist ja damals sehr schwer erkrankt. Er hatte 4 Söhne, ja, zwischen 4 und 8. Und also jedes Jahr kam da einer. Und, und dann ist bald seine Frau sehr schwer erkrankt und gestorben. Und dann hat er seine 4 Kinder alleinerziehend großerzogen. Und zwar nur durch das Geld vom Arbeitsamt. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, wo steht denn das jetzt hier in Ihrem Lebenslauf? Ja, das will doch eh keiner wissen. Ja. Dann haben wir einen richtig geilen Lebenslauf, also den Lebenslauf geschrieben, der zu ihm passt, ja. Und ein richtig geiles Anschreiben. Du, ich weiß nicht wie viel, ich kriege jetzt wirklich Tränen. Es waren bestimmt 10 Firmen, die sich um den gerissen haben. Mhm. Wirklich. Das steckt in jedem Menschen. Die merken es nicht, die Menschen, die merken es nicht. Sorry. Das berührt mich jedes Mal einfach wieder total. Das ist unglaublich, wirklich. Es, und es ist nahezu schade, dass du nicht jedem als Jobcoach zur Verfügung stehst, tatsächlich, weil gerade dieses Schreiben von Lebensläufen, es hängt so davon ab, wie gut man sich ins Licht rücken kann. Es hängt nicht mit dem zusammen, was man am Ende tun wird, sondern es ist eine Fähigkeit, die dazu führt, ob man etwas tun kann oder nicht in einem bestimmten Kontext. Wow. Ja, die Menschen sind so wunderbar.
sind so grandios und die lassen sich so klein machen. Ja. Und weißt du, ich habe es ja selber durchlebt durch meine Mutter. Ich habe mich ja selber klein machen lassen. Ne? Und weil ich es durchlebt habe und natürlich dann in einem meiner Jobs habe ich es dann auch nochmal durchleben dürfen, weil ich es selber durchlebt habe, diese Schmerzen, äh, war das so ein Drang, das nach außen zu bringen. Ich weiß, dass, äh, dass die Menschen eben, dass ich nichts vorleben kann, ja, und dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen kann. Aber es soll zumindest ein Beitrag zu sein, um ein Fenster zu öffnen, ne? Um ein Ja. Fenster zu öffnen. Du musst dich nicht klein machen. Nein. Du bist der, der du bist und von Anfang an. Und ich beschreibe es in meinem Buch, meine Dinge, die ich gemacht habe, ich ungelernt, ja. Ich habe BWL studiert, war Diplom-Betriebswirt, habe Karriere gemacht im Vertrieb und habe dann diesen Job gewechselt ins Handwerk. Ich habe dann den Anzug getauscht in einen Blaumann, habe dann geschraubt, ja. Und meine Sachen sind einzigartig geworden, weil ich meine ganze Liebe reingesteckt habe. Und das kann jeder. Einfach nur der Freude folgen und der Neugier. Dann geht es von ganz alleine. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe vor 2, 3 Jahren eine Frau gesprochen, die hat mich dann gefragt, ja, was soll ich dann tun? Dann habe ich gesagt, mein Gott, folg doch einfach deiner Freude. Und dann sagte sie, ja, aber was ist, wenn meine Freude nur daran besteht, Zigaretten zu rauchen? Dann habe ich gedacht, oh, ja, dann wird es schwierig, ja, wenn ich noch nicht einmal meine Freude erkennen kann. Ja. Aber ich bin sicher, wenn sich der Mensch mal Zeit nimmt, in die Natur geht und sich Zeit schenkt, dann und sich abschaltet von diesen ganzen äh, negativen Nachrichten, die ja auch nur Illusionen sind. Wer war denn tatsächlich dabei? Welcher der Journalisten, die davon schreibt, war tatsächlich dabei? Ja, die wenigsten. Die kannst du an einer Hand abzählen, bin ich mir ganz sicher. Die meisten schreiben ab. Ja, deswegen gibt es ja auch diese Leitmedien, wo alle abschreiben. Und dass sie aufhören, sich davon belästigen zu lassen, von diesen negativen Nachrichten, dass sie zu sich kommen. Und dann kann der Diamant auch ins Leuchten kommen. Tatsächlich, jetzt wo du das erzählt hast mit der Frau, habe ich das Gefühl gehabt, dass auch da das Buch eine echt gute Handreichung ist. Denn indem man wiedererlebt, wie das eigentlich ist, Freude zu fühlen und du machst das erlebbar mit, also ich denke jetzt an die Hm. Fahrradgeschichte, an den Ausflug, was viel Aufregung in sich trägt, aber einfach eine ganz gefühlte Erfahrung ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass es zu einem Unfall führt oder zu irgendeinem, sondern es ist einfach aufregend und bringt dadurch umso mehr dieses Wahrnehmen im menschlichen Körper in das Herz, in das eigene, Fühlen hinein. Und für jemanden, der damit vielleicht nicht mehr so vertraut ist, kann das wirklich eine ganz große Hilfe sein. Ja, Oh, ich danke dir so. Ich freue mich sehr, dass ich dich eingeladen habe und ich auch freue mich ganz auch. groß, dass du Danke. uns erlaubt hast, schon mal reinzulauschen. Also mein Impuls wäre, das auch als Hörbuch von dir zu bekommen, Mache ich denn das auch. ist sehr ausdrucksstark. Auch Mache schön. ich. Naja. Ich mache es als Hörbuch. Ich werde es selber vertonen. Es steht auf meiner Agenda, ja. So schön. Was möchtest du jedem... Oh, bevor du allen noch etwas mitgibst, erzähl uns noch, wie du erreichbar bist und wie wir das Buch in unsere Hände bekommen können, sobald es publiziert ist. Ja, also erreichbar bin ich im Internet. Einfach erfahre-freude.de.
das ist meine Internetseite. Und sind auch meine telefonischen Kontaktdaten drin. Und da kannst du auch, wenn du mir eine E-Mail schickst, kannst du auch dich für das Buch interessieren. Und dann antworte ich auf deine E-Mail und sag dir, wann das Buch dann tatsächlich auch verfügbar ist und wo. Und ja, habe ich damit deine Fragen beantwortet? Ja, gibt's denn irgendwas, was zusätzlich zu dem für dich auch noch Unterstützung sein könnte? Du hast es im Selbstverlag. Machst du das, oder? Das weiß ich noch nicht. Okay. Also, ich bin da ehrlich gesagt noch offen, ähm, im Selbstverlag oder durch einen Verlag. Äh, Ich kenne den Wert des Buches und weil, das ist ganz einfach, er ist unbezahlbar. Weißt du, warum er unbezahlbar ist? Weil meine ganze Liebe und Hingabe drin steckt. Und aber dennoch, ja, ich, äh, ich teile so gerne, weil geteilte Freude ist doppelte Freude. Und insofern bin ich auch offen für einen Verlag. Und ja, mal schauen. So schön. Weißt du, das Entscheidende ist, das habe ich, glaube ich, vorhin noch nicht ganz fortgesetzt. Das Entscheidende, wenn ein Wunsch zu verwirklichen ist, äh, das Warum, ja, der Grund, das ist das Feuer. Das Wie ist so gut wie unwichtig. Ja, weil dieses Feuer und dieser Drang, der führt mich dann zu dem Wie. Ich muss das Wie nicht wissen. Und die meisten Menschen machen den Fehler, sie schauen auf ihren Radarschirm. Ja, das heißt, auf ihren Radarschirm, das ist ihre familiäre Situation, ihre berufliche Situation, ihr Geldbeutel, was im Portemonnaie ist, auf der Bank ist, wie viel Zeit sie haben und so weiter. Da gucken sie drauf und das sehen die als Kreis der Möglichkeiten. Aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was existiert. Das andere, was existiert, da können sie sich gar keine Vorstellungen drüber machen. Und sie grenzen sich aber immer auf dieses bisschen ein, was sie in ihrem Umfeld sehen, anstatt sich davon frei zu machen und die Schöpfung und die Wunder in ihr Leben zu lassen. Einfach dadurch, dass sie offen sind für das Hier und Jetzt, dadurch, dass sie freundlich sind und dadurch, dass sie eben eine positive Schwingung und Strahlung nach außen haben. Ja, dann passiert alles von alleine. Ganz einfach. Ja, das führt mich direkt zu den Schlussworten, deinen Appell vielleicht, den du gerne noch an jeden Einzelnen geben möchtest oder was auch immer in diesem Moment durch dich hindurch sprechen möchte, um unser schönes Gespräch abzurunden. Ja, glaube an dich, vertraue dir, denn du hast dieses Leben gewählt und du möchtest dieser Erde etwas mitgeben und die Erde und die Menschen warten darauf, die warten darauf, ja, dass du dein Selbst hier zum Leuchten und Strahlen bringst, dich und die Menschen damit bereicherst. Und es ist, es wäre so schade, wenn du dich dessen betrügst und wenn du das nicht zum Strahlen bringst. Wirklich. Sehr kraftvolle Abschlussworte. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke dir, Marlene, ganz von Herzen, dass ich hier bei dir sein durfte und ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Auf gar keinen Fall. Es war eine wirklich schöne Reise mit dir zusammen und ich danke dir wirklich so sehr. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Mal schauen, was so alles aufkommt und Danke alles, alles Liebe. dir auch.